Wenn du deutscher Ruheständler bist, der in Thailand wohnt, dann wirst du dich vielleicht fragen, wo muss ich nun meine Rente, Pension oder sonstige Ruhestandsbezüge besteuern, nachdem Thailand Anfang 2024 ja hier eine steuerliche Veränderung eingeführt hat. Mit dieser Frage wollen wir uns in diesem Video beschäftigen. Wir haben ja schon eine Reihe von Videos zum Thema Thailand und der steuerlichen Neuerung ab dem 01.01.2024 hier auf diesem Kanal veröffentlicht. Schau sie dir einfach mal an, um nochmal einen genaueren Überblick über diese sogenannten Steuererhöhungen, kann man es vielleicht nennen, zu erhalten. Suche einfach nach Thailand und dann wirst du die Videos finden. Ich fasse es hier nochmal ganz kurz zusammen, ohne jetzt auf Details hier groß einzugehen. Früher war es grundsätzlich so, dass Auslandseinkünfte in Thailand immer steuerfrei waren und auch steuerfrei waren, wenn man sie nach Thailand ausgeschüttet oder dort verwendet hat, unter der Voraussetzung, dass sie nicht in dem Jahr ausgeschüttet oder verwendet wurden, in dem sie verdient wurden. Hast du also zum Beispiel in 2023 Rente bekommen und hast diese Rente erst 2024 nach Thailand überwiesen, dann war sie bisher steuerfrei. Das hat sich nun geändert. Auslandseinkünfte sind zwar nach wie vor steuerfrei, aber jene Auslandseinkünfte, die du nach Thailand überweist, egal wann, egal ob dieses Jahr, nächstes Jahr oder in 10 Jahren, sind dann in Thailand zu versteuern. Das betrifft natürlich vor allen Dingen auch Rentner und Ruheständler, die in Thailand leben. Sind sie doch angewiesen auf ihre ausländischen Renten, Pensionen, Altersbezüge oder was auch immer, die sie ja dann nach Thailand überweisen und von dem sie dann dort leben. Die Frage ist nun, wo müssen diese Bezüge eigentlich besteuert werden? Es gibt ja auch noch die anderen Länder, das Herkunftsland, in diesem Fall Deutschland, das möglicherweise ein Besteuerungsrecht hat. Dann gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen. In diesem Doppelbesteuerungsabkommen wird ja auch dann geregelt, welcher Staat wie besteuern kann. Und daraus ergibt sich dann ein Gesamtbild der Steuerpflicht für den einzelnen Steuerzahler. Schauen wir uns zunächst nochmal die Situation in Deutschland an. Hier gibt es ja verschiedene Einkommenstypen, Einkommensarten, die man hier so als Leistungen der Altersvorsorge bezeichnen könnte. Wir haben zunächst mal die Basisversorgung, dann die gesetzliche Altersversorgung, wir haben die berufliche Altersversorgung, die betriebliche Altersvorsorge, dann gibt es noch private Zusatzrenten, die staatlich gefördert werden und dann auch die private Rentenversicherung. Tatsächlich werden all diese verschiedenen Typen der Bezüge, die man im Ruhestand erhalten kann, möglicherweise anders besteuert. Und wenn man im Ausland wohnt, dann muss für jeden dieser einzelnen Einkommensarten im Doppelbesteuerungsabkommen genau festgehalten werden, welcher Staat ein Besteuerungsrecht hat. Und das ist tatsächlich unterschiedlich. Hier kann man keine allgemeingültige Aussage machen. Es gibt eine allgemeingültige Regel, die ist in Deutschland gesetzlich so verankert, die sagt, sämtliche Bezüge der Altersvorsorge sind per se in Deutschland zu versteuern. Das heißt, man ist, wenn man im Ausland lebt, dafür beschränkt steuerpflichtig. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ein mögliches Doppelbesteuerungsabkommen hat natürlich hier Priorität. Ja. Grundsätzlich wäre es also so, wenn du jetzt in einem Land lebst, in dem es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, zum Beispiel Monaco oder sowas, müsstest du immer die Bezüge der Altersvorsorge in Deutschland also versteuern. Da es aber nun mit Thailand ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, entscheidet dieses darüber, welcher Staat hier für die verschiedenen Einkommensarten der Altersvorsorge ein Besteuerungsrecht hat. Hier muss man gleich sagen, dass das deutsch-thailändische Doppelbesteuerungsabkommen diesbezüglich kein typisches DBA ist. Tatsächlich ist in den meisten DBAs, die Deutschland unterschrieben hat, festgehalten,
dass die gesetzliche Altersversorgung in Deutschland zu versteuern ist. Also eine staatliche deutsche Rente ist eigentlich in den allermeisten Fällen in Deutschland zu versteuern, nicht aber im DBA, was mit Thailand abgeschlossen wurde. Das mag daran liegen, dass das DBA relativ alt ist. Es wurde 1967 schon verhandelt und seitdem eigentlich nicht mehr überarbeitet. Ich denke, Thailand ist hier keine besonders hohe Priorität für die Bundesregierung. Wir wollen uns jetzt dieses DBA auch gleich mal zu Gemüte führen. Hier kannst du es sehen. Ich bin nun gleich schon hier bei Artikel 18. Artikel 18 ist derjenige, der sich mit Ruhegehältern befasst. Ruhegehälter und andere Vergütungen für frühere unselbstständige Arbeit sowie Renten, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person bezieht, können nur dann in dem anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn diese Vergütungen bei der Ermittlung der Gewinne eines Unternehmens dieses anderen Staates oder einer in diesem Staat gelegenen Betriebsstätte als Ausgabe abgezogen werden. Ich lese gleich den nächsten Absatz. Wir befassen uns mit den Fragen, die sich jetzt natürlich aus dem ersten Absatz natürlicherweise ergeben, in einem Moment. Ungeachtet des Absatzes 1 sind Ruhegehälter und andere Vergütungen für frühere unselbstständige Arbeit sowie Renten, die von einem Vertragsstaat, einem seiner Länder oder einer seiner Gebietskörperschaften unmittelbar oder aus einem von diesem Staat, dem Land oder der Gebietskörperschaft errichteten Sondervermögen gezahlt werden, in dem anderen Vertragsstaat von der Steuer befreit. Absatz 3. Absatz 2 gilt entsprechend für Ruhegehälter, Renten und andere wiederkehrende oder einmalige Vergütungen, die einer natürlichen Person von einem Vertragsstaat, einem seiner Länder oder einer seiner Gebietskörperschaften als Vergütung für einen Schaden gezahlt werden, der als Folge von Kriegshandlungen oder politischer Verfolgung entstanden ist. Soweit das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Thailand hinsichtlich Renten, Pensionen, Ruhegehältern. Nun, da ist einiges drin in diesen 3 Absätzen, vieles, was man so vielleicht gar nicht als Laie sofort erkennt. Darauf wollen wir nun eingehen. Also zunächst mal ist klar, dass die gesetzliche Rente nicht in Deutschland zu versteuern ist. Das ist ein Sonderfall. In den meisten neueren DBAs ist die gesetzliche Rente in Deutschland steuerpflichtig. Das ist hier nicht der Fall. In dem DBA steht drin, dass nur jene Renten in Deutschland steuerpflichtig sind, die hier letztlich von einem Unternehmen bezahlt worden sind und dessen Gewinn hier beeinflussen. Was das heißt, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich hat Thailand das Recht, gesetzliche Renten zu besteuern. Seit 1967 hat Thailand dieses Recht übrigens, hat aber letztlich dieses Recht bisher nie angewandt, denn es gab ja die Möglichkeit, Einkünfte hier verzögert nach Thailand auszuschütten und damit dann letztlich die Steuer zu sparen. Damit hat Thailand jetzt Schluss gemacht. Das heißt, es gibt jetzt keine doppelte Nichtbesteuerung mehr, was bisher der Fall war der Rente. Also sie wurde nicht in Deutschland besteuert, sie wurde auch nicht in Thailand besteuert, sondern du musst jetzt auf deine staatliche Rente in Thailand ab diesem Jahr Steuern bezahlen. Ja? Es sollten dir in Deutschland dafür keinerlei Steuern abgezogen werden. Du bist dafür nun in Thailand steuerpflichtig, musst dafür eine Steuererklärung einreichen und musst dafür in Thailand Steuern bezahlen. Das gilt jetzt, wie gesagt, für die gesetzliche Rente. Ja. Gehen wir weiter zur betrieblichen Altersvorsorge. Hier ist jetzt dieser Abschnitt im Doppelbesteuerungsabkommen interessant, den wir ja gerade eben vorgelesen haben. Hier steht drin, dass nur jene Betriebsrenten in Deutschland versteuert werden können, die bei der Ermittlung der Gewinne eines deutschen Unternehmens als Ausgaben abgezogen werden. So, was bedeutet es jetzt? Das bedeutet Folgendes. Wenn das Unternehmen, von dem du die Betriebsrente bekommst, das
Ruhegehalt direkt letztlich vom Unternehmen an dich bezahlt, ja, und somit diese Zahlung letztlich ja als Betriebskosten abziehen kann, das ist häufig der Fall, gerade im Vorruhestand, aber auch im Ruhestand, dann hat Deutschland ein Besteuerungsrecht. Gibt es aber eine betriebseigene Pensionskasse, dann zahlt ja die Pensionskasse, die ja oftmals unabhängig vom Betrieb ist. Und somit sind die Zahlungen der betrieblichen Pensionskasse ja auch nicht relevant bei der Ermittlung des Unternehmensgewinns. Bekommst du also von einer betrieblichen Pensionskasse die Rente, dann hat auch Deutschland wiederum kein Besteuerungsrecht, sondern Thailand hat ein Besteuerungsrecht. Ja. Das heißt, auch da gilt das Gleiche, was ich gerade eben zur staatlichen Rente gesagt habe. Bisher sollte dir aus deutscher Sicht, wenn du eine Betriebsrente von einer Pensionskasse bekommst, keine Steuer in Deutschland abgezogen worden sein. Bisher hast du dafür in Thailand auch keine Steuern bezahlt, wenn du diese Rente zeitversetzt nach Thailand überwiesen hast. Ab jetzt hat Deutschland nach wie vor kein Besteuerungsrecht, aber Thailand hat nun ein Besteuerungsrecht. Das heißt, die doppelte Nichtbesteuerung fällt weg. Es kommt jetzt zur Besteuerung in Thailand. Bekommst du eine Rente, die direkt vom Unternehmen bezahlt wird, zum Beispiel als eine Art Lohnfortzahlung im Vorruhestand, dann hat Deutschland schon vor der steuerlichen Änderung in Thailand ein Besteuerungsrecht und hat auch weiterhin dann ein Besteuerungsrecht, auch nach dieser Steueränderung in Thailand. Dann musst du dennoch eine Steuererklärung in Thailand einreichen. Du musst dennoch dort diese Einkünfte deklarieren, aber gleichzeitig gibst du die Steuer mit an, die du im Ausland darauf bezahlt hast, die deutsche Steuer. Und in den meisten Fällen sollte dann eigentlich in Thailand keine Steuer mehr fällig werden. Das Ganze hängt natürlich dann von der Höhe der Einkünfte ab und von der Höhe der Steuer, die du bezahlt hast. Wir schauen uns die Steuersätze gleich nochmal an. Aber nichtsdestotrotz Steuererklärung einreichen, dort die ausländische Steuer zur Geltung bringen und dann möglicherweise keine Steuer in Thailand darauf bezahlen oder eben ansonsten die Differenz versteuern, nicht aber doppelt versteuern. Ja, ganz klar. Dann bleibt uns hier noch die private Altersvorsorge, die Rentenversicherung. Hier hat auch Deutschland ein Besteuerungsrecht, denn diese sind ja üblicherweise steuerlich in Deutschland gefördert und somit kann hier Deutschland dann auch ein Besteuerungsrecht für sich selbst geltend machen. Auch hier gilt das Gleiche dann, was man auch bei den anderen Kategorien von Einkünften gerade besprochen hat, nämlich du gibst diese in der Steuererklärung in Thailand an, aber die in Deutschland bezahlte Steuer wird hier natürlich angerechnet und vielfach musst du dann keine Steuern mehr in Thailand darauf bezahlen. So, wir haben jetzt ja hier noch Absatz 2 und Absatz 3. Was sind hier also Zahlungen von sogenannten Gebietskörperschaften? Was ist damit gemeint? Diese sind ja auch letztlich in Deutschland dann zu versteuern. Hier geht es also um Pensionen oder aber um Ruhestandsgehälter des öffentlichen Dienstes. Wer also für den öffentlichen Dienst gearbeitet hat, wer Beamter war in Deutschland, der muss immer in Deutschland die Ruhegehälter besteuern. Auch das hat jetzt nichts mit der steuerlichen Änderung in Thailand 2024 zu tun. Auch hier wird dir, wenn du in der Situation bist, schon jetzt Steuer abgezogen. Aber auch hier gilt für dich, schüttest du diese Einnahmen nach Thailand aus, verwendest du dieses Geld in Thailand, was ja wahrscheinlich ist, musst du es auf der thailändischen Steuererklärung angeben. Du musst dann angeben, welche Steuer dir abgezogen wurde. Und dann musst du vielleicht noch eine Steuer in Thailand auf die Differenz bezahlen, aber doppelt besteuern musst du nicht. Dann haben wir also geklärt, was jetzt wo zu versteuern ist. Wir haben also herausgefunden, dass Thailand im Grunde genommen auf die gesetzliche Rente ein Besteuerungsrecht hat und auf jene betrieblichen Renten, die aus einer Pensionskasse kommen, die von einer Pensionskasse bezahlt werden.
aber in den anderen Fällen hat Deutschland ein Besteuerungsrecht. Nichtsdestotrotz wird man auch für diese Fälle eine Steuererklärung einreichen müssen und hier dann die in Deutschland abgeführte Steuer aufführen müssen. Welche Steuersätze sind nun hier in Thailand zu bezahlen? Die ersten 3.400 € sind ungefähr steuerfrei in Thailand und ab 114.000 € muss man dann 35% Steuern bezahlen und dann gibt es viele Abstufungen in der Mitte. Das heißt also, hier würden mehrere Steuersätze jetzt wahrscheinlich für deine deutschen Altersbezüge zum Beispiel gelten. Aber wenn du jetzt eine Rente hast, die weniger als 28.500 € ungefähr beträgt, also weniger als 1 Million Baht umgerechnet, dann wirst du alles in allem sicherlich nicht mehr als 15% bezahlen. Das klingt zunächst mal nicht viel, wenn man aber natürlich berücksichtigen muss, dass der Steuerfreibetrag sehr viel geringer ist als in Deutschland, ist der Betrag schon relativ happig. Man muss sich also tatsächlich überlegen, was das konkret für dich bedeutet. Wirst du weiterhin in Thailand leben wollen? Wir haben natürlich viele Mandanten, die sich sagen, nein, das werde ich auf keinen Fall tun. Da werde ich mir was anderes überlegen. Was sind die Optionen? Also natürlich kannst du zum einen sagen, indem du die Anwesenheit in Thailand auf weniger als 180 Tage beschränkst, wirst du da nie steuerpflichtig werden. Das ist ein einfacher Weg. Du kannst natürlich in ein anderes Land umziehen. Die Philippinen sind attraktiv. Auch dort, wie gesagt, per se in den Philippinen keine Steuern. Aber wie wir es natürlich schon gesagt haben, Thailand war ja früher besonders attraktiv, weil natürlich die Rente auch aus Deutschland nicht besteuert wurde, gemäß DBA. Ja, das ist eben, wie ich es schon versucht habe zu erklären, relativ ungewöhnlich. Vielfach ist dem wenigstens die gesetzliche Rente in Deutschland dann zu versteuern und bei anderen Einkommensarten im Ruhestand ist es dann vielleicht im Ausland. Das heißt also, man muss natürlich dann schon schauen, welches Land dann tatsächlich hier sich anbietet. Das wird also schon auf jeden Fall für viele Rentner ein gewisses Kopfzerbrechen bedeuten. Ich kann dir nur empfehlen, lass dich hier nicht auf irgendwelche Tricks ein, die du vielleicht im Internet auf YouTube hörst, wie man das Ganze vielleicht vermeiden könnte. Es gibt noch relativ viele Dinge, die bisher nicht geklärt sind. Zum Beispiel die Verwendung von Karten. Bedeutet die Verwendung von Karten, dass man keine Remittance nach Thailand gemacht hat? Wer weiß, ich habe ja da vor kurzem erst ein Video gemacht zu den diversen Tricks, die es da gibt, die meiner Meinung nach aber zwar in Thailand noch nicht geklärt sind, aber möglicherweise irgendwann dann die eine Steuer in Thailand verursachen werden. Wenn diese Themen, die wir hier ansprechen, auch für dich relevant sind und du dir vielleicht jetzt überlegst, wo du besser den Ruhestand verbringen kannst in Zukunft, was sich jetzt konkret für dich anbietet, nachdem Thailand vielleicht nicht mehr in Frage kommt, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Formular packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.